Jean-Pierre Alpaos, heute Morgen sind wir hier im Kino. Nachher ist hier eine Vorstellung von Cinéculture. Kurz in 2 Sätzen vorgestellt, für Leute, die es nicht kennen. Was ist das? Cinéculture ist eine Serie, die wir unbedingt der Film fördern. Der gute Film, der Originalfilm, das heisst Originalton mit deutschen und französischen Untertiteln. Das ist geplant, dass wir immer einen ganz speziellen Film haben. Natürlich, das Motto für uns ist, wir zeigen nur Filme, die wir selber schauen wollen. Also sind die Filme für uns immer gut. Das heisst nicht, dass jedem das gefällt, aber für uns stimmt es einfach immer. Und das ist Cinéculture unter dem Motto, wir zeigen nur Filme, die wir selber sehen wollen. Warum braucht es so eine Reihe von Anlässen, dass man aber den Film fördert? Wird das nicht mit dem normalen Kino schon gemacht? Im normalen Kino wird das zu wenig gemacht, weil das normales Kino muss von etwas leben, oder? Und dann braucht es aber die Blockbuster. Wir brauchen die Blockbuster, also Cinekultur können zeigen, eine spezielle Reise, die ganz persönlich ist, als alle von uns ist, weil der gute Film oder der anspruchsvolle Film, der spezielle Film, wird einfach viel zu wenig gefördert. Oder? Wir haben ja auch nicht riesige Mengen, die da haben. Und das ist eine tolle Geschichte, die ich hier mitgestalten kann. Filme, die ich nicht mehr auf Bern oder auf Zürich muss gehen, sondern es kannst du hier selber sehen. Was auffällt, das kommt oft aber hier im Cinéculture Nischenfilme gezeigt, wie du schon selbst angesprochen hast. Trotzdem schaut das aber auch viele Leute an, obwohl es aber kein Mainstream ist. Wie erklärst du das? Ja, wir haben natürlich jetzt so eine 7-jährige Erfahrung, eigentlich vor 10 Jahren angefangen, aber richtig mit Cinekultur haben wir vor 7 Jahren angefangen. Und das haben wir uns eben auch aufgebaut, einfach auch, dass wir den Leuten gesagt haben, dass das persönlich ist. Wir wollen das auch zeigen. Es ist eine spezielle Sache und es ist eine Nachhaltigkeit. Und wir garantieren für die Qualität des Films, ob es ihnen gefällt, ist etwas ganz anderes, das ist eine Geschmackssache. Aber wir garantieren für jeden Film, dass er super Kameraführungen hat, super Bild und Bilder. Lichteinstellungen hat, die Story ist gut, alles zusammen. Es müssen natürlich gefallen, aber das ist ja sekundär. Das gibt ja in dem Sinne, grob gesagt, nichts an. Wir garantieren den Film, dass er gut ist. Als Beispiel, wenn dir Western nicht gefällt und wir Western zeigen, kannst du mir aber nicht sagen, dass sie nicht reiten und schießen. Das können sie. Jean-Pierre, vor 11 Jahren habt ihr angefangen hier im Kino Capitol, aber mit dem Cinéculture. Es ist aber nicht lang gegangen, nachher habt ihr das wieder eingestellt. Warum eigentlich? Ja, wir haben angefangen vor 11 Jahren und haben wir einfach probiert, die alten Filme wieder auf Grossleinwand zu zeigen, wie zum Beispiel «Denn sie wissen nicht, was sie tun» oder «Clockwork Orange». Das hat niemand mehr interessiert. Der erste Monat war das Thema Western. Das ist gelaufen. Die Westerns sind gelaufen und alle anderen Dramen oder Liebesfilme oder ja, einfach die anderen oder Krimi und so weiter ist nicht gelaufen. Und haben wir es lassen. Und 4 Jahre später habe ich per Zufall der Alex wieder auf der Straße getroffen und hat er vorgeschlagen, hey, Cinekultur, das müssen wir doch nicht lackieren, das ist eine gute Geschichte. Und ich gesagt, ja, ich bin sofort dabei, komm vorbei, bin ich vorbeigekommen und jetzt eben Dinge gehabt. Nur er und ich. Vorher waren wir 5 Leute und aber viele Köche verderben den Bereich. Hier sind wir jetzt nur noch wir zwei, die entscheiden. Und welche Filme das sagen, es gibt auch keine demokratische Abstimmung dadurch, die wir sehr lieben. Wir müssen das uns diskutieren, bis für beide stimmen. Weil wir sollen ja beide hinter dem Film stehen. Das ist uns wichtig, dass wir hinter dem Film stehen. Auch wenn jedes Mal die Leute sagen, ja, aber dieser Film ist gut. Ja klar, weil der über ja uns lesen, bis für uns stimmt. Ob es für dich stimmt, davon musst du einfach schauen. Ja, Jean-Pierre, man merkt, du lebst für die Kultur, du lebst auch für die Musik und du lebst aber besonders auch für das Cinéculture. Aber kannst du trotzdem aber in Mainstream-Filme schauen und es auch genießen? Oder es sind Nischenfilme, für dich das eine und alles und Mainstream-Filme, das kannst du nicht schauen. Ja, das stimmt. Zum Beispiel «50 Shades of Grey». Unmöglich. Da habe ich mich gelangweilt beim ersten Film. Nachher bin ich nicht mehr schauen. Der Film muss mich natürlich beschäftigen. Er muss etwas in mir auslesen. Das ist es. Aber die grossen Blockbuster-Filme, Actionfilme und so weiter und so fort, da läuft mir zu wenig ab. Aber ich habe nichts gegen Actionfilme, wenn es saugut gemacht ist. Oder? Wenn etwas dahinter ist und eine Botschaft dahinter. Es muss eine Botschaft sein. Für mich gibt es im Kino nicht einfach nur Unterhaltung. Für mich ist das immer eine Unterhaltung auf sehr hohem Niveau. Aber dann müssen wir euch etwas bieten, der Film. Oder? Ich gehe nie, wenn ich den Film schaue immer bis zum Schluss. Weil ich immer das Gefühl habe, es könnte ja eine gute Szene noch kommen, die ich dann verpasst habe, auch wenn der Film mir überhaupt nicht gefällt. Dann schaue ich bis zum Schluss schauen und dann sage ich, ja, das ist doch nicht so gut gewesen. Und es gibt auch manchmal von meinen Lieblingsregisseuren Filme, und ich sage, ja, die Arbeit ist zwar klar, qualitativ sehr gut, aber er hat das Thema verfehlt zum Beispiel. Das gibt es schon. Was sind das so Beispiele für gute Mainstream-Filme oder gute Actionfilme, wie du es gesagt hast?
Ja, was soll ich da sagen? Da habe ich zum Beispiel auch den Film Red Sparrow. Jetzt gerade mal, der ist von Jennifer Lawrence fantastisch gespielt. Das kann ich schauen, weil ich will ihre Arbeit sehen. Weil ich kenne sie ja von den Independent-Filmen, die sie früher gemacht hat. Und da war sie fast besser gewesen als heute, obwohl sie fantastisch spielt. Aber ich tue so Sachen auch verfolgen. Wie haben sich die Schauspieler entwickelt? Was spielen sie für Rollen? Wie tun sie es umsetzen? Jetzt wollte ich gleich gerade nur zurück zum Cinéculture springen, aber euch zu heute Morgen, was kommt denn so typischerweise für Leute, die Nischenfilme schauen? Ja, zu wenig junge Leute. Und ich kann dir sagen, die jungen Leute verpassen effektiv etwas. Oder? Wir haben natürlich so ab 45, 50 und im Beruf bis 80 und sogar bis 93-jährige Frauen, was kann man schauen, was ist es seine Kultur wirklich zu pflegen. Und das finde ich toll. Früher, wenn ich auf Bar ins Kino gegangen sind immer ältere Leute. Hier habe ich ältere Leute nie gesehen. Und jetzt kommen die haben da auch eine Art Nische gefunden, dass sie noch uns etwas schauen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Das ist immer relativ. Aber es sind einfach ein bisschen ältere Leute, die da kommen. Und die jungen Leute verpassen da etwas. Weil Kino ist eine Kunstform, die immer jung bleibt. Wie erklärst du dir, dass junge Leute lieber einen Mainstream, einen richtigen knallharten Actionstreifen gehen, und aber mal am Sonntagmorgen in Cinéculture einen Nischenfilm zu schauen? Sie sind nicht gebildet. Das muss man erklären. Er hat keine Ahnung. Sie kennen keine Schauspieler mehr, kennen ganz wenig, sind zwar mit ihren Medien total weltweit verbunden und haben keine Blasse, was ein guter Film ist. Regisseur, sie kennen gar nicht die Storys, können nichts anfangen. Sie sind zu wenig gebildet. Das ist einfach, liegt für mich auch ein bisschen an den Schülern. Man muss halt die Filmförderung machen. Wird nicht gemacht. Ich hatte das noch in den 70er Jahren. Ich habe Filmförderung gehabt. Darum bin ich heute wo ich jetzt bin. Aber sie haben keine Blasse. Und ich bin ab und zu kann ich Leute überzeugen, junge Leute, die sind immer begeistert, aber sie kommen mir beim nächsten seiner Kultur nicht mehr. Das ist schade. Sie kommen dann nicht sagen, oh, das war etwas, was mir gefallen hat. Das müssen wir weiterverfolgen. Es gibt Leute, die Jahresabonnement, die können alle Filme schauen. Dann sage ich, können wir das schauen? Nur für uns gewundert, ihr habt das Abonnement, ihr könnt doch alle Filme zusammen schauen. Aber können wir doch das auch, ihr müsst Star Wars schauen, das finde ich gut. Aber zwischendrin müssen wir Cinekultur auch schauen. Kann ja eine Entwicklung geben, weil Film ist immer etwas, das am Botschaft drin hat. Denkst du, dass das aber wirklich nur mit dem zu tun hat, dass man aber keine Filmbildung mehr hat? Oder hast du auch das Gefühl, dass das viel damit zu tun hat, dass aber ein weltweiter Trend auch in anderen Bereichen vorherrscht, dass die Jungen sich vielleicht nicht mehr so sehr ins Detail interessieren und in der Oberfläche rotzen? Das kennt man ja immer wieder. Ja, ganz klar. Aber eben, es fehlt einfach ein Wort, Bildung. Wenn du gebildet bist, dann interessierst du dich einfach weiter. Natürlich muss die Bildung im Spiel übermittelt werden, die Kulturbildung. Du musst interessiert werden, nicht sagen, oh, das Buch muss ich wieder lesen für die Schule, oh, jetzt muss ich den Film schauen für die Schule und so weiter. Das nicht. Es muss ein Spiel sein. Sie müssen es selber eben entdecken, aber da muss jemand da sein, der es euch sagt. Wir haben keine Leute mehr, die den jungen Leuten sagen, das und das solltest du schauen. Nicht müssen, sondern komm das schauen, tu mal da. Und nachher, ich tue viel mit den jungen Leuten nachher reden, wie hat es dir das gefallen? Weil ich ja die angelockt habe, oder? Das interessiert mich schon. Mir geht es nicht um die Kasse, sondern um den Film auch zu fördern, um den Film weiterzubringen. Dass die Leute dann nachher auch in bessere Filme gehen. Sie haben ihre Art schauen, was jetzt zeitgenössisch, aber auch das andere solltest schauen, weil das sind ja meistens junge Regisseure. Mehr oder weniger. Klar, wir bringen auch Woody Allen, der jetzt 82 ist. Aber ich meine nur, die Filme, die die Jungen einfach packen und gefallen. Weil das sind einfach gute Themen und wie die das umsetzen. Die Spannung, zum Beispiel Shape of Water jetzt, der Film, das ist ein modernes Märchen, aber was alles drin ist. Und die Spannung, die Leute, die das sind jetzt schauen, die sind total begeistert gewesen. Wir haben jetzt vor allem aber darüber geredet, dass das an einem Jungen liegt. Das ist aber nicht in Cinéculture kommend. Aber gibt es nicht auf der anderen Seite aber auch eine zweite Partie, die natürlich auch etwas falsch macht. Das heisst, ja, sehr viele vom Kino vielleicht die Jungen zu wenig abholen. Aber Gott für am Sonntagmorgen ins Kino zu kommen. Genau, das ist, sie können ja nicht einmal etwas dafür, weil sie haben ja keine Basis, sie haben keine Ahnung. Wir haben versagt, wir haben es nicht können weitergeben. Ich probiere es jetzt seit 50 Jahren, aber ich schaffe es immer noch nicht. Oder? Das ist klar, aber ich merke auch die Abneigung aufeinander, also weißt du, die Sperrung, nicht Abneigung, ja, das Alte, was will jetzt das schon wieder? Oder? Das merkt man schon, das ist ein Generationenkonflikt und ich probiere es ja schmackhaft zu machen, positiv darzustellen, nicht zu sagen, du bist ein Double, wenn du nicht schauen kannst, sondern es soll ja eine Spannung da sein. Ich sage, sie verpassen etwas, sie sollten viel mehr Mühe haben, aber wir müssen es ja viel mehr weiterbringen. Das ist in Musik so,
in der bildenden Kunst, in der Fotografie, in der Literatur, überall, auch im Kino und so weiter, dass man die Jungen sollte darauf lieben. Ich wollte nicht mehr die 60er Jahre erleben, die 70er Jahre. Das habe ich erlebt, ich hatte eine tolle Zeit gehabt. Das wollte ich nicht mehr erleben. Aber ich wollte nur die guten Sachen weiternehmen, dass man Basis von da wieder weitergehen kann. Das ist der Wunsch von mir. Jetzt noch eine abschließende Frage, ganz allgemein zum Kino. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du sagen wir, mit einem Gordo Popcorn ins Kino gehst, hocken und der Film von da, der Vorspann läuft? Was ist das für dich für ein Gefühl? Kannst du das mal beschreiben? Das hat mir nie gepasst. Schon 1970, als ich regelmäßig ins Kino gegangen bin. Und bei Cinéculture gibt es kein Popcorn. Wir verkaufen kein Popcorn für Cinéculture. Weil meistens sind das ja Filme, die rieviger sind, leisiger sind. Und wenn der erste Nabo Popcorn isst, dann gehen wir die Wände über. Das erlebt. Wir haben Reklamationen sogar gehabt. Wir können nicht mehr, wenn ein Popcorn verkaufen. Das sind aber manchmal junge Leute gekommen. Dann jetzt müssen wir das. Aber das ist ja auch, wir haben als Engagement, wir wollen auch vielleicht einen pädagogischen Hintergrund haben. Wir wollen ja etwas bieten, wir wollen die Sachen wecken, dass man nicht abgelenkt wird, dass man nur das Bild einfach anschaut. Oder? Und ich mag Popcorn mag ich gar nicht. Oder? Das ist, der Film von heute Morgen, wenn jemand Popcorn isst, dann gehe ich raus. Ich habe das im Bären, haben wir den Platz wechseln. Wenn nicht so viele Leute da sind, wenn ich woanders gehe, ich kann das Knaben nicht kehren, konzentriert sich darauf. Nein, Popcorn und so geht mir gar nicht.